Hi Leute, ich bin heute in Hagen bei Mercedes Jürgens und heute hole ich mir ein ganz spezielles Auto ab, das mir wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde für das Wochenende. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns an, welches das ist. Die Filiale in Hagen hier ist übrigens riesig. Das erwartet man gar nicht, wenn man von draußen, von der Straße hier ankommt. Also hier gibt es wirklich mehrere Stockwerke mit ganz vielen Treppen. Ich habe auch schon die Schlüssel von dem interessanten Auto, das ich jetzt gleich mitnehme. Aber zuerst gucken wir mal, was steht hier eigentlich. Wir haben hier einen C63 Black Series. Dann haben wir einen AMG GTS in Solar Beam. Hier der SLS, mit dem bin ich letztes Mal sogar ein kleines Stück mitgefahren. Das erste, was mir passiert ist, den Kopf gestoßen an der Flügeltür. Aber mir wurde gesagt, das passiert jedem, der zum ersten Mal im SLS ein- und aussteigt. Und ein A45. Hier stehen übrigens ziemlich viele AMG-Modelle rum. Bin ich gar nicht gewöhnt von anderen Mercedes-Autohäusern. Aber das zeichnet eben auch das Autohaus Jürgens aus, denn die vertreten eben auch gerade viel AMG. Ja, schauen wir uns draußen an, was ich jetzt gleich mitnehme. Dann gucke ich mal, wo das gute Stück steht. Da vorne habe ich ihn schon gesehen. Tada! Der AMG GT Roadster. Seit guten 5 Wochen jetzt erst auf deutschen Straßen zu sehen. Und ich nehme den jetzt mit. Mal gucken, was er so zu bieten hat. Klingt schon mal ordentlich, weil das Wetter auch so passend ist. Natürlich mit Verdeck offen. Dafür ist der Roadster da. Dann kann es losgehen. Schauen wir uns den AMG GT Roadster doch einmal genauer an. Wir fangen an mit der Front. Wir haben den typischen Panamericana Grill, der neu ist. In den alten AMG GTs sah die Front noch etwas anders aus. Wir haben jetzt die etwas tiefliegendere Front mit dem, wie schon gerade gesagt, den Panamericana Grill, der dafür bekannt ist, die 15 senkrechten, verchromten Streben zu haben, die auch damals schon im 300er SL mit den Flügeltüren verbaut waren. Dann haben wir hier eben diese brachialen Lufteinlässe, die LED High-Performance-Scheinwerfer. Wir haben auf der Motorhaube die Luftauslässe genauso wie am Kotflügel. Wenn wir mal weiterschauen, sehen wir hier die fest verbauten Überrollbügel. Wir haben das Stoffverdeck. Das Stoffverdeck ist serienmäßig schwarz, kann aber auch noch in 2 weiteren Farben, und zwar beige und rot, bestellt werden. Wenn wir uns jetzt genauer mal zu den Rädern hier begeben. Dieses Modell hat jetzt die AMG Schmiederäder in Kreuzspeichendesign montiert. Hinten 20 Zoll, vorne 19 Zoll. Und wir gehen weiter zum Heck. Der Heckdeckel vom AMG GT Roadster ist aus einem ziemlich leichten Kunststoff gefertigt. Der Heckflügel fährt sich automatisch aus bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h. Wenn man wieder langsamer wird, fährt er sich bei 80 km/h wieder ein. Man kann aber auch vorne im Cockpit den Knopf betätigen
um den Heckflügel eben permanent oben zu haben. Wir haben die schmalen Rückscheinwerfer mit integriertem Lauflichteffekt im Blinker. Das heißt, wenn man blinkt, blinkt er von innen nach außen, wie man es schon bei einigen Autos auf der Straße gesehen hat. Die Auspuffblenden verchromt, natürlich mit Klappenauspuff, welchen man auch lauter und leiser schalten kann, beziehungsweise auf und zu im Cockpit auch ein Knopf dabei. Fährt man im Sport Plus Modus, habe ich gerade schon erzählt, ist das Auto extrem laut. Im Sportmodus auch. Fährt man im Komfortmodus, stellt sich der Klappenauspuff automatisch zu und wir fahren etwas leiser. Machen wir weiter im Innenraum. Wir fangen an mit den Sitzen. Verbaut sind hier die AMG Sportsitze. Optional kann man natürlich auch die Performance-Sitze bestellen. Den Anschnallgurt serienmäßig in Schwarz, kann aber auch, wer möchte, ohne Aufpreis in Silber oder in Rot bestellt werden. Wir haben das Performance-Lenkrad, natürlich mit Multifunktion. Und wenn wir uns das Kombi-Instrument mal genauer anschauen, wir haben hier ein sehr gut aufgelösten Display in der Mitte. Der Tacho geht bis 320. Auf meinem Display im Tacho kann ich unter anderem mir das Navi anzeigen lassen. Ich kann mir das Radio anzeigen lassen, die Medien, die gerade spielen, Telefon und so weiter und so fort. Unter anderem gibt es hier aber auch die Funktion AMG. Wenn ich da drauf gehe, dann gibt es hier einmal unterschiedliche Einstellungen. Zum einen sehe ich dann hier die Öltemperatur, die Wassertemperatur, hier einmal die G-Kräfte, die auf das Auto wirken. Und wir haben tatsächlich im Kombi-Instrument nochmal einen Lap-Timer. Das heißt, ich kann, wenn ich damit auf der Rennstrecke fahre, tatsächlich auch meine Rundenzeiten messen. Die Sitze sind alle elektrisch einstellbar. Wir haben eine Lordosen-Funktion und alles, was man so braucht. Burmester-Soundanlage kann man haben, muss man aber nicht, denn wenn man lieber, so wie ich, schnell fährt und laut fährt, macht tatsächlich auch die Burmester da keinen Unterschied mehr zu einer normalen Soundanlage, denn man hört echt so gut wie nichts. Vor allen Dingen mit offenem Dach macht das meiner Meinung nach nicht so Sinn. Kommen wir weiter zum Infotainment-System, welches man hier anschaltet und natürlich auch das Touchpad, mit dem man das komplette Infotainment-System bedienen kann. Wenn ich jetzt mal hier rumschalte, versuche ich jetzt mal direkt zum Interessantesten zu gehen. Ich gehe nämlich bei Fahrzeug auf den Dynamic Select. Wir haben ja hier verschiedene Fahrmodi, die wir einstellen können. Schon mehrmals erwähnt, Komfort, Sport, Sport Plus und Individual. Wir können im Dynamic Select hier nämlich unseren Individualmodus selber konfigurieren. Das Getriebe ist gerade automatisch eingestellt. Das kann ich ganz einfach auf manuell umswitchen. Dann habe ich hier noch den Auspuff, welcher jetzt zum Beispiel im Individualmodus auf Sport Plus eingestellt ist. Wenn ich da drauf gehe, kann ich hier einmal zwischen Sport Plus und Komfortmodus wählen. Das heißt, Komfortmodus in dem Fall wieder leise. Dann haben wir noch den Antrieb. Kann ich zwischen Sport, Sport Plus und Komfort wählen. Und dann einmal noch das Fahrwerk, auch eben Sport, Sport Plus und Komfort. Ich habe hier auch nochmal einen Knopf zur Fahrwerkseinstellung. Dann habe ich hier das Start und Stopp, was bei mir grundsätzlich immer aus ist, denn ich fahre in so einem Auto nun mal nicht Sprit sparen, deswegen brauche ich auch keinen Start-Stopp. Wir haben hier den Knopf für den Klappenauspuff, um den ein- und auszuschalten. Hier können wir auch nochmal das ESP ein- und ausschalten. Also eigentlich alles, was wir hier nochmal im Individualmodus konfigurieren können, kann ich auch hier per Knopfdruck machen. Was bei dem GT Roadster etwas komisch gemacht ist, ist einmal hier die Leiste zur Einstellung der Sitzheizung und der Kopfheizung bzw. Nackenheizung, dem ausfahrbaren Spoiler und so weiter. Das ist hier ein bisschen, ich sag mal, unpraktisch gemacht, aber man kann sich leicht daran gewöhnen. Das Dach öffnen wir hier oben. Zum Öffnen einfach gedrückt halten. Man muss es tatsächlich gedrückt halten, bis das auch ganz aufgegangen ist oder beim Schließen auch wieder dasselbe Spielchen. Dann geht es weiter von der Konfiguration individual zu den Fahrzeugdaten. Dazu muss ich aber das Auto einmal anschalten, um überhaupt was sehen zu können. Wenn ich jetzt losfahre, sieht man direkt, wenn ich lenke, das Rad zum Beispiel mitbewegt. Also ich sehe tatsächlich, was im Auto gerade direkt passiert. Und dann kommen wir noch einmal zu den Motordaten. Die zeigen mir auch nochmal an die kW, die das Auto gerade aufbringen muss, die Öltemperatur und so weiter. Wenn ich jetzt mal
einfach im Standgas gebe, sieht man auch, wie sich das hier alles mit bewegt. Kommen wir zu den Negativpunkten an diesem Auto, die ich nun mal leider auch aufführen muss, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Gang einlegen möchte. Ich möchte in den Rückwärtsgang schalten, muss ich eigentlich meinen Arm so weit nach hinten machen, um an diesem Hebel hier einen Gang einschalten zu können. Das ist ein bisschen unbequem. Was auch noch ein Minuspunkt ist, wenn das Verdeck zu ist und ich gucke in den Rückspiegel, denke ich mir, wozu gibt es den Rückspiegel? Denn man sieht, wie Sie sehen, nichts. Man sieht teilweise von den Autos, die hinter einem sind, wirklich nur, ich sag mal, die Frontscheibe. Alles darunter sieht man nicht. Dadurch, dass das hier so hoch verbaut ist, kann man wenig nach hinten raus sehen. Und Seitenspiegel. Der Seitenspiegel zum Beispiel auf dieser Seite ist so blöd verbaut, dass er nun mal mir die ganze Sicht nach links verdeckt. Wenn ich in einen Kreisverkehr oder an eine Kreuzung fahre, um zu gucken, ob links ein Auto kommt, sehe ich hier leider nichts. Der GT Roadster ist ein ziemlich gemütliches Cabrio, kann aber auch ganz schön biestig werden, wenn er will. Geiles Teil, oder? Vor allen Dingen perfektes Wetter. Für das perfekte Auto. Besser kann ich es heute gar nicht haben. Was man nun mal immer bei einem Cabrio hat, im Gegensatz zum Coupé, ist, oben fehlt die Stabilität. Und das heißt, das Auto ist untenrum einfach, wie soll ich sagen, schwammiger. Denn es wird nicht unten und oben zusammengehalten, sondern nur unten. Und das merkt man schon in der Kurvenfahrt. Also wenn man dann schon intensiv durch die Kurven fahren möchte, fühle ich mich nicht ganz so sicher und da ist das Vertrauen in das Auto leider doch nicht ganz so groß dann. Praktisch bei dem GT Roadster, das Cabrio-Dach öffnet und schließt sich innerhalb von 11 Sekunden bei einer Fahrt von unter 50 km/h. Wenn ich jetzt hier mal gedrückt halte. Muss ich nicht mal für anhalten. Was man natürlich hochloben muss, ist einfach der AMG V8 Biturbo-Motor mit seinen 476 PS. Die merkt man unten so wie oben rum sofort. Und das Geblubber von dem AMG-Sound ist einfach unübertrefflich. Man merkt sofort, wenn man leicht aufs Gas drückt, wie der einen sofort in den Sitz presst. Ist schon genial. Macht auf jeden Fall Spaß. Die Stärke der Nackenheizung regelt sich automatisch mit der Fahrgeschwindigkeit bis 120 km/h mit. Wir haben noch hier einen Windshot, was auch dafür sorgt, dass eben das Auto aerodynamisch bleibt und der ganze Fahrtwind über den Köpfen hinweg geht. Funktioniert sehr gut. Es gibt ja auch Cabrios, bei denen das eben leider nicht ganz so funktioniert. Man hat zwar immer so ein bisschen danach die Frisur kaputt, aber damit muss man nun mal leben, wenn man in einem Cabrio fährt. Aber das haben die schon ganz gut geregelt hier bei dem Roadster. Ich fahre natürlich die ganze Zeit im Sport Plus Modus, weil das meiner Meinung nach der einzige Modus ist, der wirklich 100% Spaß macht. Wir haben abgestimmtes Fahrwerk, Lenkung, alles in viel direkter. Dann der Auspuffsound ist im Sport Plus Modus nochmal viel lauter wie im Sportmodus. Und der AMG GT Roadster hat auch eben die Zwischengasfunktion. Das heißt, im Sport Plus Modus, wenn man dann mal Gas gibt,
vom Gas runter, dann merkt man auch dieses Zwischengas, dieses Knattern, was eben diese Fahrfreude bereitet. Der GT Roadster verbindet definitiv Fahrspaß mit Komfort, denn wir haben die etwas komfortablen Sportsitze drin und nicht die Performance-Sitze. Wer es etwas sportlicher haben möchte, kann natürlich auch die AMG Performance-Sitze einbauen lassen bzw. mitbestellen. Es macht definitiv einen unglaublichen Spaß, mit offenem Verdeck mit dem Auto zu fahren, da man da auch direkt den Sound hören kann, ungefiltert quasi, und dabei noch den Fahrtwind und die Sonne genießen kann. So, und bevor ich das Auto wieder zurück zum Autohaus Jürgens gebe, mache ich den natürlich gescheiterweise noch einmal richtig sauber. Beziehungsweise nicht ich, sondern ich fahre wieder zu 83 Mito. Ihr kennt ihn, den Olli, der hat letztes Mal den GT3 sauber gemacht und hat mir gezeigt, wie das eigentlich so richtig geht. Und wenn ihr sehen wollt, wie er den AMG GT Roadster einmal richtig schön fein sauber macht, dann geht jetzt auf seinen Channel und guckt euch sein Video an. Das war's vom GT Roadster. Ich bringe das Auto jetzt wieder zurück. Hinter mir steht allerdings noch ein viel interessanteres Auto. Darüber berichte ich in meinem nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst natürlich nicht, mein Channel zu abonnieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!